Habt ihr euch schon mal gefragt, wie die Kombination 2 eurer Lieblingsgames aussehen könnte? Elden Ring und The Darkest Dungeon, Final Fantasy XV und Mario Kart? Oder vielleicht Skyrim und Satisfactory? Das Entwicklerteam von The Song of the Knight Rider hat sich genau diese Frage ebenfalls gestellt und sich besonders von 2 Spielen inspirieren lassen, nämlich Ori and the Blind Forest und The Legend of Zelda Ocarina of Time, und damit in mir die Hoffnung auf etwas ganz Großartiges geweckt. Genau dieses Spiel möchte ich euch heute etwas näher bringen, damit ihr auch hoffentlich so gespannt seid darauf wie ich und ihr versteht, warum dieses Spiel ein neues Gaming-Genre begründet, nämlich das Music Adventure RPG. Die beiden Spiele, die nämlich als Musen für The Song of the Knight Rider dienten, vereint ein zentrales Element, das auch in diesem Game vorkommt: die Musik. Ori and the Blind Forest verzichtet fast vollständig auf lange Dialoge und Textpassagen, und das hat einen guten Grund. Es verlässt sich nebst der detailverliebten und traumhaften Präsentation ganz besonders auf die Magie der Musik und Geräusche, die uns Dialoge gar nicht erst vermissen lässt und trotz dieses Mangels Emotionen so transparent und nah an uns heranbringt wie kaum ein zweites Game. Grundsätzlich könnte das Spiel die Dialoge sogar komplett weglassen, denn viele Spielszenen zeigen uns schon, dass wir durch die Musik unterstützt von Bildern die Handlung bestens nachvollziehen können. Ein anderes Spiel, das viele von uns tief in ihrem Herzen tragen, ist The Legend of Zelda Ocarina of Time. Schon aufgrund des Titels wird hier schnell deutlich, dass die Musik eine bestimmende Rolle im Spiel übernimmt. Die Ocarina ist an vielen Stellen im Spiel der musikalische Schlüssel zum Lösen von Rätseln und Überwinden von Hindernissen, indem ihr durch sie mit den Geistern der Natur kommuniziert, so wie es Saria euch erklärt. Die Ocarina ist damit nicht nur eine hübsche Beigabe, die das Gameplay um eine klangvolle Komponente erweitert und uns Ohrwürmer aufs Trommelfell gebrannt hat, sondern sie ist auch zentrales Element dieses Teils der Legende von Zelda. Auch beim Spiel The Song of the Knight Rider vom bislang noch unbekannten Entwicklerstudio Maxtrox lässt man sich ganz besonders auf die Magie der Musik und Klänge. Doch das Studio mit Sitz in der Schweiz geht dabei noch einen Schritt weiter. Alle Interaktionen, die Geschichte, Dialoge, Kämpfe, einfach so ziemlich alles im Spiel hat in irgendeiner Art und Weise mit Musik zu tun. Ich habe mich daher mit Lenz Baumann, dem Creative Producer und kreativen Kopf hinter der Geschichte von The Song of the Knight Rider, zusammengesetzt, der für das Spiel sogar eigens eine Sprache entwickelt hat. In den paar Stunden, in denen wir uns unterhielten, habe ich mich direkt in die Welt mit all ihren Legenden hineinversetzt gefühlt und war sofort fasziniert von der einzigartigen Spielidee, die mit so viel Hingabe geschaffen wird. Es wurde auch sehr schnell deutlich, wie groß die Leidenschaft und die Hingabe auch beim ganzen Team zum Projekt ist. Aus diesem Grund konnte ich es kaum erwarten, euch auch mal einen Einblick in dieses noch ungeschliffene Juwel zu geben. Bitte berücksichtigt, dass sich das Spiel in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und des Crowdfundings befindet. Da gibt es noch nicht zu allen Szenen und Spielmechaniken auch Videomaterial. Dieses Video entstand außerdem aus eigenem Antrieb und Motivation und es handelt sich nicht um ein bezahltes Werbevideo. Die Geschichte von The Song of the Knight Rider spielt sich im Land Erin ab. Nur in den 3 Dörfern der Woodies, Weedies und Woolies in der Nähe der großen Kristallsplitter ist man noch absolut sicher. Denn draußen in der Wildnis wird der Tag von der Nacht jedes Mal aufs Neue verschlungen und in jeder Nacht sucht und tötet der namensgebende Knight Rider alles und jeden, den er hören kann. Denn sein Reich und seine Geliebte gleichermaßen ist die Nacht und sein Mantel die Stille, und es gibt nur wenige, die seinen Sinnen entfliehen können. Damit aber noch nicht genug der Tragik, denn die Nacht verwandelt selbst harmlose Tiere in monströse Schatten ihrer selbst, die den Knight Rider in seiner unerbittlichen Jagd unterstützen. Es gibt aber wenige Leute, die gelernt haben, sich unbehelligt durch die Nacht zu bewegen, und so jemand seid ihr.
Ihr seid eine sogenannte Soundwitch, eine Ausgestoßene, die mit ihrem zertrümmerten Bein keinen Nutzen mehr für die Dörfer im Umfeld darstellte und ihnen fortgejagt wurde. Doch genau das hat euch stark gemacht. Denn ihr besitzt die spezielle Gabe, wundervollste Tonmagie mit euren Instrumenten herbeizuzaubern, die von den Dorfbewohnern ebenso sehr verachtet wird. Nämlich kann die perfekte Magie erfüllte Melodie vom Knight Rider und seinen Kreaturen zwar nicht gehört werden, doch der kleinste Mist tun und sie werden euch finden. Ihr habt von den Legenden alter Zeit gehört, die von mächtigen und magischen Liedern erzählen. Von Zeiten, in denen alle Kreaturen noch die Fähigkeit zu musizieren besaßen und vom nomadischen Stamm der Listeners, also der Zuhörer, die machterfüllte Echowaffen führten, mit denen man Kampfmusik spielen konnte, um so selbst die überwältigendsten Gegner niederzustrecken. In jener alten Zeit, noch bevor der Fluch des Knight Riders über die Welt kam, regierten elementare Mächte die Welt, die Lieder von solcher Vollkommenheit spielten, dass sie von den Listeners als heilig angesehen wurde. Doch diese Verehrung führte zur Verdammnis, als eine Gruppe junger Menschen die Liebe der Nacht für sich gewinnen wollte und die Welt daraufhin auf immer verfluchte. Als Soundwitch ist es eure Aufgabe, euch lebend von der Nacht in den Tag zu retten. Wenn ihr still seid, dann gelingt euch das womöglich, doch das ist keine Option, denn euer Ziel ist es, den Fluch der Nacht aufzuheben. In der Region Erin durchstreift ihr unterschiedlichste Schauplätze, während der kühle Nebel eure Beine umwadert, der Regen auf eure Kapuze prasselt und der Schnee unter euren Stiefeln knarzt, auf der Suche nach den Soundorbs. Die Soundorbs sind eingefangene Seelen der Tiere des Tages, die die Musik noch in sich tragen. Doch Schatten, die verfluchten Abbilder der in der Orb gefangenen Seele, lauern euch auf und beschützen diese Soundorbs. Ebenso wie der Knight Rider, eine Gestalt in Finsternis gehüllt, der nur darauf wartet, dass ihr einen Mucks von euch gebt, damit er euch holen kann. Ihr habt aber Mittel und Wege, euch zu wehren, und hier kommt die Musik ins Spiel. Beispielsweise könnt ihr mit der Flöte ein Lied spielen, das die Soundorb aus ihren Ranken befreit, woraufhin der Schatten seine Orb, also auch seine eigene Seele, wieder einfangen will. Nur gut, dass die Orb von euren Melodien beeinflusst und gesteuert werden kann. So könnt ihr sie entweder mit einem aufbauenden Crescendo aus ihrer Schale befreien, oder sie mit beruhigenden Tönen zu Boden gleiten lassen, um sie anschließend einzufangen. Sofern ihr denn den Rhythmus findet und auch in Reichweite des Soundorbs seid. Denn ihr drückt die Tasten immer im Rhythmus des jeweiligen Musikstücks, während euch die Schatten und der Knight Rider hinterherjagen. Es gibt zwar Hilfestellungen für den Takt, aber mit der Zeit habt ihr die Melodien so sehr verinnerlicht, dass sie euch einfach von der Hand gleiten und ihr diese Stützräder nicht länger benötigt. Dabei konnte ich selbst auch feststellen, wie unglaublich befriedigend es ist, wenn man einmal eine Melodie ganz perfekt gespielt hat und sie in dem großen Finale endet. Das ganz abgesehen davon, dass es euch natürlich auch weniger in Bedrängnis bringt. Aber es gibt auch hilfreiche Misstöne, die die Kreaturen der Nacht verschrecken und euch etwas Zeit geben, euch neu zu positionieren, denn humpelnd wie ihr unterwegs seid, sind die Kreaturen der Nacht auf alle Fälle schneller. Besonders ist außerdem, dass verschiedene Orbs und auch Monster auf andere Melodien unterschiedlich reagieren. So müsst ihr eure Musik immer den Begebenheiten und Widersachern anpassen. Habt ihr einmal eine Soundorb eingefangen und in eure Schweigebörse gelegt, dann erhaltet ihr Töne, die gleichermaßen die Währung im Spiel darstellen. Mit diesen Tönen könnt ihr anschließend ganze Behausungen und sogar Befestigungen hervorrufen, die euch in eurem neu geschaffenen Zuhause von den Kreaturen der Nacht beschützen sollen. Heuert NPC-Gefährten an, weist ihnen Aufgaben und Rollen zu, sodass sie euer Zuhause während Music Sieges, also Musikbelagerungen, für euch sicher halten. Insgesamt soll es dabei bis zu 15 sogenannter Song Rebels, also Liedrebellen, zu rekrutieren geben, die euch konstant mit Hilfsgütern versorgen im Austausch für euren Schutz. Wenn ihr erstmal eure Festung in der Nähe eines der 3 Dörfer errichtet habt, werdet ihr auch in die Vergangenheit reisen können, um dort mehr über die Welt zu erfahren und sogenannte Immerfruchtbaumsamen zu pflanzen, um in der Gegenwart wiederum mehr Nahrungsquellen zu erhalten, sowie neue Rekrutenplätze, um noch mehr Song Rebels in eure Dienste stellen zu können.
Auch wenn ihr selbst nicht reden könnt, habt ihr dennoch etliche Dialogoptionen, die vermittelt ihr allerdings nicht über euer virtuelles Mundwerk, sondern über eure Instrumente und Klänge. Man soll die Möglichkeit haben, über verschiedene Melodien den Dorfbewohnern Gefühle zu vermitteln und ihre Emotionen damit auch zu steuern, so dass man die Konversation bewusst in eine Richtung lenken kann und dabei das Endergebnis immer mal wieder anders ausfällt. Dieses Dialogführungsprinzip kennen wir natürlich schon von anderen Spielen, aber die Art und Weise, wie es in The Song of the Knight Rider implementiert wurde, scheint für mich zumindest ziemlich einzigartig zu sein. Mit der Zeit sollt ihr sogar an neue Instrumente gelangen, neue Melodien erlernen und sogar verschiedenste Waffen finden können, die euch auch plötzlich von der Gejagten zur Jägerin machen können. Eine geplante Spielmechanik ist außerdem das Echo-Fencing oder auch Echo-Fechten. Mit einer Echo-Waffe könnt ihr Musikangriffe von komplexeren Gegnertypen parieren und sie als Echo zurückschmettern, oder ihr könnt einfach euren Schwertanz mit einer Kampfmelodie vereinen, die Monster so niederstrecken und euch selbst stärken. Von diesen Kampfmelodien soll es insgesamt 20 im Spiel zu finden geben. Im späteren Verlauf des Spiels werdet ihr zudem noch neue Gehilfen finden können, die euch im Kampf gegen die Schatten und den Knight Rider unterstützen können. Feenartige Wesen, sogenannte Soundsurfer, sind kleine Geister, die für euch auf den Soundorbs reiten und eure Melodie direkt an die Orb weitergeben. Sie helfen euch also, die Distanz zwischen euch und der Orb zu überbrücken und gleichzeitig von den Gefahren der Nacht nicht so schnell entdeckt zu werden. The Song of the Knight Rider kommt zwar nicht mit der bahnbrechendsten Grafik-Engine daher, doch mit der Unreal Engine 4.26 bietet es dennoch etwas fürs Auge. Die verschiedenen Regionen innerhalb von Erin sollen sich auch allesamt voneinander unterscheiden. Dabei werdet ihr von Tag- und Nachtwechsel wie auch von Jahreszeiten begleitet werden. Und je weiter ihr in der Geschichte voranschreitet und die Nacht zurückdrängt, desto mehr wird sich die Welt um euch herum verändern. Dabei spielt die Atmosphäre eine enorm wichtige Rolle. Nebst der musikalischen Untermalung soll man nämlich die Tragik auch visuell wahrnehmen können. Im Zusammenspiel zwischen Grafik und Ton entsteht so eine ganz eigene Dynamik, gleich dem Tag- und Nachtwechsel zwischen Melancholie und Glückseligkeit. Ein großes Augenmerk liegt natürlich dennoch auf der Nacht, die besonders düster ausfallen soll. Man soll sich nicht zu sicher fühlen und sich daher sehr auf sein eigenes Gehör verlassen sollen. So spielt ihr das Spiel bestenfalls mit Kopfhörern, sodass ihr schon aus der Ferne Gegner wahrnehmen könnt oder euch mucksmäuschenstill in eine Ecke zwängen könnt, wenn ihr den Knight Rider herangaloppieren hört. Die musikalischen Stücke, die sich verschiedensten Genres bedienen, werden in enger Zusammenarbeit mit dem Schweizer Komponisten Michel Barengo ausgearbeitet, der auch schon für kleinere Indie-Titel komponiert hat. Dabei hat jedes Musikstück seinen eigenen Zauber und wird im Spiel an gewollten Stellen implementiert. Wenn ihr also gut hinhört, könnt ihr Effekte der Melodien schon am Rhythmus erkennen, ob sie aufbrausend und aufpeitschend sind oder locker und lebensfroh. Damit aber noch nicht genug, denn das Team hat einen Algorithmus entwickelt, der die Audiofiles in rhythmische Taktabfragen transkodiert. Oder einfach gesagt, wird es euch möglich sein, eure eigenen Musikstücke im Spiel zu verwenden, sofern sie denn hinsichtlich der BPM, also der Beats pro Minute, mit den Vorgaben übereinstimmen. Wenn ihr also lieber Metallica, Ed Sheeran oder Helene Fischer als musikalische Begleitung dabei haben möchtet, so könnt ihr das mit kleinen Einschränkungen natürlich tun. Das Projekt befindet sich noch ganz am Anfang und so auch das kleine Entwicklerteam, das sich aus Leuten vom gesamten Globus zusammensetzt. Dabei befindet sich die Hälfte davon in der Schweiz und die anderen 50% tragen ihren Teil von sich zu Hause zum Projekt bei. Das Team besteht aktuell aus 12 Leuten und soll im Verlauf der Entwicklung auf ganze 50 aufgestockt werden. Momentan gibt es sogar eine kleine Demo auf Steam zu zocken, die das grundlegendste Prinzip, das Weben von Musikzaubern, ganz gut vermittelt. Aber natürlich werdet ihr dort auch auf einige Bugs stoßen, denn das Spiel soll erst Ende 2027 erscheinen. Dennoch sieht man in der Demo ganz gut, in welche Richtung das Team von Maxtrox mit ihrem Erstlingswerk gehen möchte.
Wir befinden uns in einer wundervollen Zeit, in der Indie-Titel Seite an Seite mit AAA-Games stehen und diese sogar manchmal übertrumpfen. Nicht alle Indie-Spiele benötigen ein großes Budget, denn das Budget ist abhängig von etlichen Faktoren, wie beispielsweise die Größe des Teams, Anspruch an Grafik und Sounddesign, 2D oder 3D, Umfang, Entwicklung neuer Spielfunktionen, Marketing und so weiter. Dabei ist es nicht immer der Fall, dass bei einem Indie-Titel alle bezahlt werden, denn oftmals sind es Freiwillige, die ihre Zeit unentgeltlich dem Projekt widmen. Maxrox hat ja einen anderen Weg eingeschlagen und bezahlt dem Team bereits jetzt eine gerechte Entlöhnung auf monatlicher Basis und will das bis zum Abschluss der Entwicklungen und darüber hinaus noch tun. Die prognostizierten Entwicklungskosten von The Song of the Knight Rider, das ein vollwertiges Spiel mit allem Drum und Dran werden soll, belaufen sich auf insgesamt 12.840.000 Euro. Deswegen befindet sich das Spiel aktuell auf Kickstarter, um Unterstützer zu finden. Auf den ersten Blick mag diese Summe ungeheuerlich erscheinen, aber wir erinnern uns mal an Spiele und was die so gekostet haben, worüber viele von uns, und da zähle ich mich selber dazu, sich gar keine Gedanken gemacht haben. Zum Beispiel The Legend of Zelda Ocarina of Time, das 1998 erschien und das heute unter der Berücksichtigung der Inflation ungefähr 16.540.000 Euro kostete und 200 Leute an der Entwicklung beteiligt waren. Oder Kingdom Come Deliverance aus dem Jahre 2018, das ebenfalls 200 Leute beschäftigte und nach Inflation ca. 37.850.000 Euro kostete. Maxrox möchte mit The Song of the Knight Rider alles mit etwas mehr als 9.050.000 Leuten bewerkstelligen, wobei der Rest bereits für Gebühren für Kickstarter, Mehrwertsteuer, die Unreal Engine Lizenzgebühren und Wechselkurse ausgegeben wird. Und das trotz des Umstandes, dass alle monatlich fair und fortlaufend entlöhnt werden, Pensionskassengelder bezahlt werden und eine ordentliche Anstellung vorliegt. Denn aktuell geschieht alles immer noch auf privater Basis und aus eigener Tasche des Creative Producer Lenz Baumann. Natürlich komme ich nicht umhin zu sagen, dass die Demo noch einiges zu wünschen übrig und fast alle angesprochenen Spielfeatures vermissen lässt. Hinblicklich des Entwicklungsstadiums ist das allerdings auch ganz gut nachvollziehbar. Wenn ich mir also ausmale, wie viele eigene Mittel nur aus Leidenschaft und purer Liebe in das Projekt The Song of the Knight Rider geflossen sind, dann kann ich mir ganz gut vorstellen, warum keine Demo für 1 Million Euro mit allen Core-Features und Assets herausgebracht wurde. Aber ich bin unglaublich gespannt, wie das Team ihre Ideen umsetzen und implementieren wird. In einer Zeit, in der wir nur noch der nächsten Version der Unreal Engine hinterherhecheln, hat ein Spiel, das sich so sehr auf die Musik verlässt und es zu seiner Kernkomponente erkoren hat, meiner Meinung nach jede Aufmerksamkeit verdient. Denn wenn uns große Komponisten wie James Newton Howard, John Williams und Hans Zimmer eines gelehrt haben, dann, dass die Musik für das letztliche Werk mindestens genauso essentiell ist wie das bewegte Bild. Ich persönlich konnte mich mitreißen lassen von einer Idee, die so viel verspricht und mich mit einem ganz urtümlichen Zauber bezirzt hat. Der Nostalgie und der Hoffnung auf etwas ganz Großartiges, das mich wieder so sehr fesselt, wie es damals Ori and the Blind Forest und The Legend of Zelda Ocarina of Time getan haben. So, jetzt seid ihr dran. Schreibt euch mal in die Kommentare, was ihr so von der Idee haltet und wie ihr so das Gameplay wahrgenommen habt. Wenn ich euch also etwas von The Song of the Knight Rider begeistern konnte, dann lasst doch ein Like und ein Abo da würde ich mich natürlich sehr freuen. Außerdem findet ihr in der Beschreibung noch den Link zum Trailer, zur Webseite und natürlich auch zur Kickstarter-Kampagne, falls ihr euch noch weiter informieren möchtet. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, nehmt euch in Acht vor der Nacht.